Wir sind auf dem Swiss Caravan Salon, dem Schweizer Caravan Salon, der tatsächlich stattfindet im Jahr 2020. Hier ist Alfred Kaiser. Ja, ich grüße Sie herzlich. Der ist wunderschön, oder? Ja, er ist noch wie neu und ist 30 Jahre alt. Hallo Marlene, das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten vor der Kamera. Ja, heute das erste Mal. Genau, das ist ein Oldie, 30 Jahre alt. Du hättest das gesehen? Nee, er sieht aus wie neu. Der sieht aus wie neu, tatsächlich, ja. Hätte ich nicht gedacht. So, wir werden ihn gleich mal ausprobieren. Ja, die Firma Kaiser ist Spezialist, sage ich jetzt mal, für Wohnmobile. Die machen das schon sehr, sehr lange. Aber der ist extrem unauffällig, schon damals, oder? Ja, genau. Das ist immer bei uns gesucht worden, unauffällig, überall stehen bleiben, wo man Lust und Laune hat. Und das können Sie mit einem Lieferwagencharakter, wo beibehalten wird, kann man das sehr gut, ja. Da vorne, der steht hier, der T35 von Renault. Ich ziehe mal ganz kurz etwas mehr auf, dann sieht man es etwas besser. Das ist ein richtiger Oldie. Der war stets in dem Zustand, der war bei euch oder habt ihr den zurückgenommen? Nein, der ist ein Kunde, der den zur Verfügung gestellt hat. Und weil er war so wirklich schön, haben wir gesagt, den könnte man mal ausstellen. Und sagt er ohne weiteres. Und er hat ziemlich viele Kilometer drauf, ist auch sehr viel gebraucht. Schon die dreiteilige Hecktüre, das gibt es heute gar nicht mehr. Das ist stark. Wenn ich mal sehen darf, wie die funktioniert, die Hecktüre. Das heißt, ihr habt das damals gebaut und Sie haben das selbst noch mitentwickelt, das Fahrzeug? Nein, also das ist ja original von der Renault. Ah, das Original Renault, okay. So, macht man unten zu, das sind zwei untere Türen. Es könnte auch drauf regnen und so sieht das Heck aus. Das ist ein echter Oldtimer. Da macht man es auf und kommt komplett rein. Das heißt, wenn schönes Wetter ist, Regenschutz. Sonnenschutz. Ja. Und dann kann man es ja unten zulassen, wenn man sitzt hier und nur oben auf. Ja, der Zustand ist fast wie neu, oder? Ja, ist wie neu. Ja. Obwohl er immer gebraucht worden ist. Polster sind immer noch original die ersten. Ja. Ja, ist interessant, wenn man jetzt auf die Messen geht, die Leute sprechen immer über Face-to-Face-Sitzen, ja. Das Fahrzeug ist 30 Jahre alt, hier hat man Face-to-Face. Ja. Gesicht zu Angesicht, ja. Bitte nur mit Standpersonal betreten. Du darfst mal rein, Marlene, setz dich mal rein, da sagst du mir mal, wie das ist. Das heißt also eine richtig große Sitzbank und... Man kann hier, man kann den Tisch hier auch versenken, die Polster reinlegen und dann hat man noch einen kleinen Tisch, der ist dann im Kleiderschrank drin. Man kann das Bett auch eingerichtet lassen. Und wie sitzt man? Ganz bequem. Und vor allem, hier habe ich auch sehr viel Platz nach oben. Platz nach oben. Wenn du mal kurz aufstehst, Ja. nimm mal. Dann wird es aber knapp. Es wird knapp. Du bist aber auch eine große Frau, muss man dazu sagen, ja. Ich weiß nicht, 1,72, ja. 1,72. Das heißt leicht gebückt, aber der Vorteil ist, das ist natürlich der Charakter. Ich komme mal kurz zu ihm hin. Hat nämlich hier, wie das war, 1990. Ja, da steht dann nämlich das Modell KM2 auf Renault Master und ja, dezente Optik, das ist glaube ich das von Anfang an. Man sieht nicht auf Anhieb, dass das ein Reisemobil ist. Genau, ja. Das ist schon vor 30, 40 Jahren war das schon bei uns der große Hit. So, da vorne ist Stehhöhe wieder, das heißt hier kann man stehen, bloß im Sitzbereich ist es ein bisschen kleiner. Nein, das ist auch 1,90 Meter. Zum Längsschlafen oder quer ist es 1,85 Meter. 1,85 Meter, okay. So, ach, da vorne ist eine kleine Stufe mit drin. So, das ist der Grund, warum sie da nicht stehen konnte, aber das braucht man ja auch nicht. Das heißt, man könnte das Brett auch rausnehmen, aber da hinten muss man nicht stehen unbedingt. Ja, ja das stimmt. Der Stauraum für die Gartentische und Sonnenschirm kann man unten noch versorgen. Ja. Ja, man hat unglaublich viel Stauraum hier drin. Das heißt, das Thema Rost und Renault, das war ja in den 90ern. Das heißt, er hat wahrscheinlich einiges getan, damit er nicht rostet, oder ja, ist das bei euch so? Citroën, Renault und Fiat, die haben den Vorteil, Vorderradantrieb, das Fahrzeug ist sehr tief. Ja. Und VW und Mercedes immer Hinterradantrieb, da wird das Fahrzeug hoch. Für einen Lieferwagen spielt es keine Rolle, aber Wohnmobil, schön angenehm zum Ein- und Aussteigen. Und da ist wahrscheinlich der Boden, der ist ein Original, oder? Also das hat jetzt der Kunde selber reingelegt. Da ist auch ein Plastikboden drin. Okay. Und den haben wir jetzt halt nicht entfernt. So, ich zeig und der das. Vorteil ist, weil der Motor zwischen den Sitzen drin ist, es braucht sehr wenig Platz für Motor und Fahrerkabine. Und heute der Mercedes verliert er schon 2 Meter für vorne für Motor und Fahrerkabine. Der ist entsprechend lang, man hat nichts davon, gell? Ja, genau, ja. Ist das ja. Und da ist der Fiat Ducato ist ein bisschen kürzer. Hier vorne die Schränke sind ja süß gemacht. Wenn wir da mal kurz einen aufmachen, bitte, sei mal so lieb.
Da mal kurz reinschauen. So war der Möbelbau bei euch früher. Das heißt, ihr seid natürlich ein Handwerksbetrieb, oder? Ja, wir sind ein kleiner Handwerksbetrieb und wir machen das, sehen Sie jetzt, die neueste Ausführung ist immer genau gleich. Ja. Sehr schön. Wir haben ganz selten Neuanfänger. Der Neuanfänger, der will groß und zeigen, was er hat. Und bei uns sind mehr Diskretion, dass man es nicht sieht. Wir sind Camperler. Ja. Da ist die Kühlbox mit drin. Die kann man natürlich auch erneuern dann. Stand der Technik kann man updaten. Ja, das kann man natürlich wieder auf der hat jetzt nur eine Kühltruhe wollen. Okay. Die kann er rausnehmen. Das ist alles noch, hat man so Original lassen. Ja. Die Nasszelle, die ist hier. Das ist hier. Warte mal kurz, ich Da zeig's hat's mal. wenn man den Teppich hochhebt, hat es eine Chromstahlwanne. Das finden Sie nirgends auf der Ausstellung. Das ist alles Plastikwannen und wir machen das in Chromstahl. Stark. Hier vorne ist ein Porta-Potty mit drin, eine Toilette und der Waschbereich. Wenn du mal kurz reingehst und mir mal sagst, wie sich das anfühlt. Ja, es ist zwar ein bisschen Ist nicht sehr knapp, groß, aber es funktioniert. Genau, es gibt Man einen hat großen. genug Platz trotzdem. Ne? Also hier ist auch Schminkbereich für die Mädels. Sag mal. Großer Spiegel mit drin, Ja, das ist der sich toll. wahrscheinlich auch öffnen lässt. Mach mal auf. Mal gucken. Ich weiß nicht. Fummel, Fummel. Lässt er sich denn Drücken? öffnen? Wenn du mal drauf drückst. warte, Ah, da, das ist genau. ein Scharnier. Und da, genau, kann man reingucken. Tada. Da kann man noch was reinstellen. Da vorne sind ganz viele Haken mit drin. Da ist eine Lampe mit drin, siehst du da an der Seite? Ja. Die noch ein bisschen hell macht. Wie schick, jetzt ist schon ein bisschen heller. Und die Toilette natürlich mit dabei. Und Duschen, der Duschkopf, wo ist der? Der ist zum Rausziehen. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob er das hat. Aber dann schauen wir doch mal das neueste Fahrzeug an. Ja, das machen wir gleich im Anschluss. Ja. Das hier, das ist bloß sehr, sehr spannend, um das mal zu sehen, wie das gemacht wurde in den 80er Jahren. Das Fahrzeug ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Das heißt, man sieht es auf der Straße fast gar nicht mehr, oder? Ja, das ist schon lang weg vom Fenster, ja. Als Lieferwagen sind die natürlich nicht langlebig, aber als Wohnmobil, der ist auch nie im Winter im Salz gefahren, durch das kein Rost. Ja. Da fängt er nicht an zu rosten. Das sind die Fenster, die ihr damals eingebaut hattet. Ja. Die sind heute noch gut? Die sind heute immer noch perfekt, ja. Stark. Jetzt sind sie natürlich ganz speziell geworden. Etwas anders. Das Fahrzeug gucken wir uns gleich mal an. Bleibt mal dran. Wir gucken gerade noch ein paar Details hier hinten rein. Denn ich sag mal so, das Schlafen war dann wahrscheinlich so, der Tisch, der wird abgesenkt, das wird genauso Abgesenkt und draufgelegt, die Platte. Wie bei diesem hier. Und Ja. da legt man die Polster rein, da haben Sie ein Querbett. Oder Sie können auch Längsbett machen draus. Dann kann man einzeln aussteigen. Gut, Stauraum. Schauen wir mal, hier eine große Vollauszugschublade. Ja, das zeige ich mal gerade. Die liegt auf Schwerlastrollen mit das drauf. auch noch. Da vorne habe ich noch was. Und hier vorne könnte ich noch durchladen, bis hinten hin. Das ging da auch. Das heißt Stühle, Sonnenschirme, Sehen Sie, da ist auch alles frei. stark. Und da auch auf der anderen Seite? Ja, das ist die Schublade. Da ist die wo Schublade jetzt mit drin. Und der Radkasten. Wie viel darf man denn dann beladen? Was ist das Höchstgewicht hier bei dem? Ist auch 3,5? 3,5 und leer war er ungefähr 2 Tonnen, 2,1. Man konnte 1400 Kilo zuladen. 1400. Das ist ja heute ein Traum, oder? Der Citroën C35 war gleich, da kommt man sogar, der ist in Frankreich für 4,75 Tonnen. In der Schweiz war er 3,5 Tonnen und fixfertig ausgebaut 2 Tonnen. Kommt man 1500 Kilo zuladen. Das ist halt nicht mehr möglich bei den neuen Fahrzeugen, weil so viel Zeug drin ist. Super, ja. Last but not least zeigen wir noch ein kleines Detail, nämlich den Kleiderschrank. Frauen lieben Kleiderschränke. Auch schon damals habt ihr daran gedacht, oder? Ja, ja. So, da vorne steht's. Spiegel ist auch mit drin, nochmal ein extra Spiegel. Ja, das ist wunderbar. Das mögen wir doch. Ja, schau mal rein. Achso, es gibt noch einen kleinen Tisch drin. Der kleine Tisch, wenn man hinten das Bett eingerichtet lässt, dann kann man den kleinen Tisch verwenden. Da kommt der Tischfuß hier rein, da hat man noch einen kleinen Tisch und das Bett ist fix fertig eingerichtet. Ja. Ach so, ich kann das Bett dann lassen und kann dann zeitgleich noch essen gehen. Und die Verschlüsse haben wir schon seit 40, fast 50 Jahren immer noch so gut, das finden Sie halt gar nicht mehr. Genau, wenn Sie mal gerade so lieb sind, das Fach nochmal aufmachen. Da ist nämlich ein bisschen Technik drin. Ja, das ist ganz einfach, sogar ein hundsgewöhnliches Ladegerät, das funktioniert heute noch. Und jetzt bei den neuen Fahrzeugen machen wir so 1000-fränkige Ladegeräte, wo nicht viel besser sind. Lithium und so weiter und so fort. Ja, da vorne ist der Herd. Da können Sie hier platzieren.
Oder dann gibt es hier eine Ablage, das ist jetzt auch 30 Jahre alt und immer noch brauchbar. Genau, es Ja, das funktioniert. ist nur Kaltwasser, stimmt jetzt da, ja. Ja gut, es gibt ja auch Schlimmeres. Duschen ist hier möglich mit Warmwasser? Ja, mit Warmwasser, ja, der hat dann einen Boiler. Bin ich mal gespannt. Ich kann mal schauen. Technik. Er hat jetzt auch nur Kaltwasser. Ja, aber es ist so, wenn man natürlich im Sommer fährt, das ist nicht so schlimm, oder? Ja, ist nicht so schlimm. Und sonst kann man einen Kanister während der Fahrt mit Tauchstil aufladen Okay. auf 30, 35 Grad und dann kann man auch warm duschen. Okay, super. Herr Maurer, wenn Sie mal kurz rauskommen nochmal. Herr Kaiser meine ich. Da vorne stehen wir. Ja, erster Drehtag. Ich bin schon ziemlich aufgeregt hier in der Schweiz. Da vorne steht er. Ein Oldie but Goldie aus Schweizer Fertigung von der Firma Kaiser aus Stahns. 6.370 in Stahns. Ihr habt eine lange Tradition, das heißt, die Kunden kaufen schon viele Fahrzeuge bei euch. Wenn jemand eins gekauft hat, kauft das nächste auch bei euch? Ja, wir haben also Kunden, wo 6, 7 Fahrzeuge haben, sogar deutsche Kunden. Sie zahlen einiges mehr in der Schweiz, aber sie wissen, sie können alle Wünsche anbringen und das ist unsere Stärke. Ja, vielen, vielen Dank. Bis gleich, denn wir werden mal das neueste Fahrzeug von Ihnen zeigen. Das da vorne. Der ist schick, oder? Ja, der hat auf jeden Fall sehr viel Emotionales, würde ich sagen. Genau, Kultcharakter, wenn man damit auf dem Campingplatz fährt, ist man wahrscheinlich der Star. Ja, vom Swiss Caravan Salon 2020 auf dem Stand der Firma Kaiser. Bis gleich.